Als ein Sicherheitshund einen verdächtigen Koffer in einem Flughafen aufspürte, entschlossen sich die Beamten, ihn zu untersuchen. Doch was sie sahen, als sie ihn öffneten, schockierte sie sehr. Der Flughafen Manila wurde 1948 eröffnet. Ursprünglich war er ein kleiner und unbedeutender Flughafen, aber im Laufe der Jahre wurde er zu einer großen und ausgedehnten Einrichtung. Der Grund dafür ist, dass der Flughafen jährlich 2,5 Millionen Passagiere in seinen internationalen Flügen und 5 Millionen in seinen Inlandsflügen befördert. Das bedeutet, dass eine Menge Leute ihren Weg durch die verschiedenen Terminals und Abfertigungshallen finden, wo ständig die Möglichkeit von Verbrechen oder illegalen Aktivitäten präsent ist. Diese Menschen und ihr Gepäck müssen rund um die Uhr und 7 Tage die Woche für die Sicherheit überwacht werden. Die Arbeit eines Sicherheitsbeamten an einem Flughafen hat seine Höhen und Tiefen. Es kann wochenlang ruhig sein, in denen nichts Interessantes oder Aufregendes passiert. Man sieht endlose Gesichter, die in den Urlaub fahren und dann wieder zurückkehren und ihr übliches Gepäck mitbringen, das man normalerweise auf Reisen mitnehmen würde. Manny ist ein Sicherheitsbeamter, der diesen Job schon seit über 30 Jahren macht. Er hat schon alles gesehen. Ja, es gab die üblichen Flauten, in denen nichts Interessantes passierte. Aber in gewisser Weise war Manny dankbar für diese Momente. Aber manchmal waren die Dinge nicht immer so ruhig. In der Tat hatte er während seiner Arbeit schon alles Mögliche gesehen. Er hat Menschen erwischt, die versucht haben, Drogen ins Land zu schmuggeln. Ebenso hat er große Mengen Bargeld gefunden, die illegal transferiert werden sollten. Er hat viele Verdächtigte gestoppt und sogar mit unkooperativen und bösartigen Passagieren gekämpft. Er kannte die Risiken, aber er schätzte seinen Job, weil er wusste, dass er die Flughäfen auf der ganzen Welt sicherer machte. Aber ein Mann konnte nicht alles alleine tun und auch ein ganzes Team konnte nicht die Anzahl der Passagiere und Gepäckstücke bewältigen, die den Flughafen jeden Tag passierten. Deshalb wurden mehrere hochqualifizierte Hunde eingesetzt, um Drogen und andere illegale Substanzen zu erschnüffeln. Die Hunde durchsuchten dann die Person oder das Gepäckstück und identifizierten diese auf eine sehr klare und normalerweise aktive Weise. Die Hunde erstarren dann und setzen sich, richten ihre Nase auf die Person oder das Gepäckstück und machen die Hundeführer darauf aufmerksam. Es war eine einfache Methode, aber sie funktionierte einwandfrei. In den meisten Fällen haben die Hunde korrekt illegale Substanzen oder verbotene Gegenstände identifiziert. Sie waren ein wichtiger Teil des Sicherheitsteams und viele wären nicht in der Lage gewesen, ohne sie zu arbeiten. Aber eines Tages geschah etwas, das niemand erwartet hatte. Nicht einmal die Hunde selbst. Als Manny und seine Kollegen einen Koffer öffneten, waren sie so schockiert von dem, was sie sahen. Der Tag begann wie jeder andere auch. Als er auf die Uhr blickte, erkannte er, dass es Zeit war, für das Sicherheitsteam hinauszugehen und den Flughafen zu überprüfen, ob alles in Ordnung und sicher war. Die Hunde schnüffelten an den vorbeigehenden Passagieren. Viele lächelten und winkten den Leuten zu und blieben sogar ab und an stehen, um ihr neugieriges Kind den Hund streicheln zu lassen. Für einen Moment war das nicht unbedingt erlaubt. Aber viele wussten, dass man, wenn man einen guten Job machen wollte, das Publikum zufriedenstellen musste. Außerdem liebten Hunde immer Aufmerksamkeit. Plötzlich begann Mannys Hund an der Leine zu ziehen. Es kam nicht oft vor, dass er so etwas tat und Manny wusste, dass er, wenn das passierte, einfach loslassen und sehen sollte, wohin der Hund rennt. Also tat er genau das und schlängelte sich durch die Menschen, die sich beeilten, ihre Flüge zu erreichen oder einzuchecken. Der Hund blieb an einer großen, unbeaufsichtigten Kiste stehen und fing an zu bellen. Während der Hund ununterbrochen bellte und kläffte, war es, als ob er versuchte, vielen etwas zu sagen. Etwas, wofür sie nicht trainiert waren. Der andere Hund näherte sich bald und begann sich auch seltsam und ungewöhnlich zu verhalten. Als ob er auch spüren konnte, dass etwas höchst Ungewöhnliches in dem Gepäckstück war. Viele erkannten sofort, dass der Koffer unbeaufsichtigt war und stellten sicher, dass niemand in die Nähe kam. Es könnte eine Bombe sein. Sie waren Hauptziele für Terroristen, die Menschen verletzen wollten. So schockiert viele auch waren, etwas sagte ihnen, dass da kein Sprengstoff drin war. Der Hund verhielt sich viel zu seltsam. Sein ständiges lautes Bellen verriet vielen, dass sich etwas in dem übergroßen Koffer befand, das er sehen musste. Also rollten er und seine Kollegen das Gepäckstück in ein Büro und hoben es auf den Tisch. Es wog sicherlich eine Menge, aber jetzt war der Moment der Wahrheit, den sie alle erleben wollten. Als sie den Koffer öffneten, traten viele überrascht ein wenig zurück. Er ließ seinen Blick über den Inhalt schweifen und schloss ihn dann schnell wieder. Er wandte sich an einen seiner Kollegen und bat ihn, das örtliche Tierheim zu kontaktieren. In dieser Kiste waren seltene Schildkröten, 43 Leguane und ein Gecko und sogar eine Python mit einem geschätzten Wert von $150.000. Das war keineswegs die Art von Dingen, die sein Sicherheitsteam gewohnt war. Innerhalb einer Stunde war das Tierheimteam vor Ort und dokumentierte sorgfältig die vielen Tiere. Leider waren einige tot, aber zum Glück hatten viele überlebt und brauchten nur ein wenig Pflege und Aufmerksamkeit. Ein Wunder, dass die Python, die Leguane und die Geckos noch am Leben waren. Das Sicherheitsteam durchsuchte den Flughafen nach dem Besitzer der Kiste, aber niemand war zu sehen.
Sie überprüften die Sicherheitsaufzeichnungen und identifizierten den Mann, der die riesige Kiste in den Flughafen gerollt hatte. Offenbar hatte er das Sicherheitsteam und die Spürhunde, die sich einen Weg um die Passagiere bahnten, erschreckt und war geflüchtet, wobei er den riesigen Koffer zurückließ. Der Hund lief auf den Koffer zu und begann ununterbrochen zu bellen. Zum Glück hat die Geschichte ein glückliches Ende. Die Tiere wurden zurück ins Tierheim gebracht, wieder gesund gepflegt und dann in eine Auffangstation übergeben, die sich um sie kümmert und ihnen hilft zu gedeihen. Wer weiß, wo sie gelandet wären, wenn sie nicht abgefangen worden wären. Sicher ist, dass es nirgendwo gut gewesen wäre. Für viele war das sicherlich ein Arbeitstag, den sie nie vergessen würden. Schau dir jetzt im Anschluss noch diese emotionale Geschichte an von einem Hund, der jeden Tag U-Bahn fährt. Dann bemerkte der Mann etwas Erstaunliches.